Ich habe es ja auf diesem Kanal schon vielfach erklärt, deutsche Staatsbürger können im Grunde genommen keine digitalen Nomaden und Perpetual Traveler sein, denn wer wohnsitzlos ist und gewerbliche Einkünfte dabei erzielt, muss diese noch als deutscher Staatsbürger für 10 Jahre in Deutschland versteuern. Das gilt wohlgemerkt nicht für echte Freiberufler, aber wer ein Einzelunternehmen heute in Deutschland betreibt, wo er Gewerbesteuer bezahlt und plant dann die gleiche Tätigkeit im Ausland als digitaler Nomade auszuüben, der wird weiter in Deutschland steuerpflichtig bleiben, auch wenn du zum Beispiel gar keine deutschen Kunden hast. In diesem Video wollen wir uns nun einmal mit 3 Alternativen zu dem gängigen digitalen Nomaden LLC-Modell beschäftigen, die rechtskonform sind und womit du in Deutschland keine Probleme hast, trotzdem wenig Steuern bezahlst und natürlich auch reisen kannst, was du ja gerne als digitaler Nomade machen möchtest. Ich möchte jetzt hier nicht das ganze Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht nochmal neu aufrollen. Ich habe das ja schon in etlichen Videos gemacht. Suche am besten mal hier in unserem Kanal nach erweitert beschränkter Steuerpflicht oder auch digitalen Nomaden. Dann wirst du diese Videos sicherlich finden. Jetzt vor kurzem, Anfang August 2024, habe ich ja auch nochmal ein sehr detailliertes Video mit den neuesten Updates dazu, auch mit neuen Schreiben des BMF, die ich dort zitiere zum Beispiel, produziert. Ich will noch mal ganz kurz erklären, um was es geht, wenn du als deutscher Staatsbürger Deutschland verlässt und dann wohnsitzlos bist oder auch in ein Niedrigsteuerland umziehst und sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel über eine Briefkasten-LLC hier Dienstleistungsumsätze generierst, die nirgendwo sonst veranlagt werden, dann sind Gewinne daraus weiterhin noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Das ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ganz klar, das gilt nur für gewerbliche Einkünfte. Wenn du heute ein echter Freiberufler bist, Arzt, Rechtsanwalt oder sonstiges und in Deutschland keine Gewerbesteuer bezahlen musst, dann gilt diese Regelung nicht für dich. Dann kannst du diese Tätigkeit aus dem Ausland als digitaler Nomade über eine LLC ausführen, wenigstens aus deutscher Sicht. Selbstständige Einkünfte, Freiberufler sind jedoch vielfach im Land der Tätigkeit zu versteuern. Das heißt, auch wenn du nur sporadisch in einem Land tätig bist, ich erzähle immer von einem Schönheitschirurgen, der so in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern immer wieder mal zwischenlandet, dort eine Operation durchführt und wieder wegfliegt. Diese müssen dann Steuern in diesem Land bezahlen. Da wird der Auftraggeber Quellensteuern einbehalten müssen. Also das heißt, Freiberufler haben so ihre eigenen Herausforderungen steuerlich, aber es ist eben nicht die erweiterte, beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, das vielfach beworbene, angebotene Modell hier der LLC, was ja hier immer herausgehoben wird für digitale Nomaden und Perpetual Travelers, funktioniert hervorragend für Schweizer, für Österreicher, für alle möglichen Nationalitäten, nicht aber für Deutsche. Die Frage ist nun also, was sind alternative Szenarien? Was könnte zum Beispiel jemand machen, der Deutschland verlassen will, gewerbliche Einkünfte hat, sagen wir zum Beispiel mal ein Programmierer oder jemand, der eine Webseite hat, ein E-Commerce oder jemand, der Beratung macht oder sowas. Was könnte der alternativ machen, was steuergünstig ist und dennoch ihm Reisetätigkeit erlaubt? Hier möchte ich dir jetzt 3 Länder vorstellen. Alle 3 Länder wirst du schon kennen. Ich will dir aber vielleicht nochmal in einem neuen Licht beleuchten. Es gibt natürlich noch weit mehr Länder, aber das sind jetzt mal so 3 naheliegende Länder, was sich irgendwie so jeder vorstellen kann. Ob es dann natürlich für dich passt, ist eine ganz andere Frage. Land Nummer 1 sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei diesem Modell würdest du also in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zum Beispiel in Dubai, eine Wohnung mieten, eine Firma gründen und diese Firma würde dann eben deine Leistungen an Kunden in Rechnung stellen. Dadurch, dass du dort wohnst, hat dann die Firma auch dort eine wirkliche Betriebsstätte. Das heißt, das Problem der betriebsstättenlosen Einkünfte ergibt sich nicht. Steuerlich in mehrerer Hinsicht sehr interessant. Zum einen mal sind die ersten umgerechnet ungefähr 100.000 Euro Gewinn trotz der neuen Körperschaftssteuer in Dubai im Unternehmen immer noch steuerfrei. Und auch Unternehmen, die einen Umsatz erwirtschaften, der weniger ist als ungefähr 750.000 Euro, sind momentan noch von dieser Steuer verschont. Also sehr viele digitale Nomaden, sehr viele
Einzelunternehmer werden sich hier wiederfinden können und können dann weiterhin steuerfreie Gewinne hier erzielen. Außerdem ein Vorteil an den VAE ist natürlich, dass es auf der persönlichen Ebene überhaupt keine Steuern gibt. Das heißt, sämtliche Kapitalerträge zum Beispiel, alles was mit Krypto zu tun hat, ist dort auch weiterhin steuerfrei. Nun kommen wir zur Frage der Anwesenheit. Wie viele Tage muss man dort anwesend sein, um als unbeschränkt steuerpflichtig zu gelten? Wann würden einem also die Vereinigten Arabischen Emirate eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung ausstellen? Und wann wäre man auch nach deutschem Verständnis steuerlich ansässig in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Die lokale Gesetzgebung sieht hier im Grunde genommen 3 verschiedene Varianten vor. Trifft eine dieser 3 Varianten auf dich zu, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Also die erste Variante, du verweilst dort mehr als 183 Tage. Dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du da Steuern bezahlst, denn es gibt ja momentan noch keine persönlichen Steuern, aber im Sinne der Gesetzgebung bist du dann dort unbeschränkt steuerpflichtig und steuerlich ansässig. Zweite Möglichkeit, du hast eine Emirates-ID und bist mindestens 90 Tage dort anwesend, unabhängig jetzt von irgendeiner Tätigkeit, die du dort ausübst. Also das sind natürlich schon deutlich weniger Tage. Die dritte Möglichkeit ist nun eigentlich die für digitale Nomaden und für Einzelunternehmer am interessantesten ist. Diese setzt voraus, dass du in den Vereinigten Arabischen Emiraten deinen Hauptwohnsitz hast und dass dort der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen liegt. Und das ist eigentlich gegeben, wenn du das so umsetzt, wie ich das gerade eben beschrieben habe. Das heißt, wenn du dort eine Wohnung anmietest und das ist tatsächlich deine einzige auf langfristige Nutzung ausgerichtete Wohnung, die du weltweit hast und du hast dann eine Firma, wo du angestellt bist, wo du Geschäftsführer bist, wo du ein Gehalt beziehst, wo du deine Einkünfte darüber beziehst, dann befindet sich der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen tatsächlich in den Emiraten und dann hast du keine vorgeschriebene Anwesenheitspflicht dort. Mir ist schon klar, das ist alles mit Kosten verbunden, das ist natürlich mit mehr Kosten verbunden, als jetzt hier als digitaler Nomade durch die Welt zu tingeln und eine LLC zu haben, ist mir völlig klar. Wird auch nicht für alle funktionieren, aber dieses Modell wäre konform mit dem deutschen Steuerrecht. Die zweite Variante ist Malta, ein ähnliches Modell wie in Dubai. Du wohnst in Malta, du hast dort eine Wohnung, das ist die einzige Wohnung weltweit, die du hast, die auf langfristige Nutzung ausgerichtet ist. Wie gesagt, du kannst dann schon zwischendurch irgendwo in einem Airbnb übernachten. Airbnb ist ja nicht auf langfristige Nutzung ausgerichtet, deine Wohnung in Malta wäre es. Die hättest du langfristig gemietet und eingerichtet. Du hast in Malta eine Firmenstruktur, du bist dort festangestellter Geschäftsführer, du beziehst ein Gehalt. Diese Gesellschaft hat in Malta ihre Betriebsstätte. Großer Vorteil in Malta, die Besteuerung auf Seite der Gesellschaft ist sehr gering, 5% Steuern effektiv in der Körperschaft. Dann kannst du als Non-Dom den Rest der Gewinne, also 95%, an eine ausländische Holding ausschütten und steht dir dann also steuerfrei zur Verfügung. Das heißt, du zahlst also maximal 5% Steuern. Außerdem sind deine gesamten Auslandseinkünfte, Krypto oder andere Kapitalerträge komplett steuerfrei. Auch in Malta ist die Regelung ganz ähnlich wie in Dubai, nur ist dort letztlich noch weniger tatsächlich gesetzlich definiert. Also eine feste, vorgeschriebene 183-Tage-Regelung gibt es nicht. Natürlich kann man sagen, wenn du dort mehr als 183 Tage anwesend bist, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig, was du ja sein willst in dem Fall. Aber auch wenn du das nicht bist, sieht das maltesische Recht vor, dass du bei genügend Anknüpfungspunkten an Malta dort trotzdem unbeschränkt steuerpflichtig bist. Deine einzige Wohnung weltweit, die auf langfristige Nutzung ausgerichtet ist, also dein Wohnsitz und deine Anstellung zählen sicherlich dazu. Also auch hier wären dann keine festen Aufenthaltstage tatsächlich gegeben. Zusätzlich gibt es in Malta, wer das möchte, noch den HNWI-Status. Dann sind die Anknüpfungspunkte egal. Dann musst du einfach eine Wohnung mieten, die ein bisschen teurer ist, ungefähr 20.000 Euro im Jahr. Und dann hast du 0 Tage Anwesenheitspflicht und kriegst dennoch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat ausgestellt. Die Bedingung mit der Wohnung, also das heißt mit dieser etwas teuren Wohnung, gibt es nicht beim normalen Non-Dom-Status, also bei der normalen steuerlichen Ansässigkeit in Malta. Natürlich ist das maltesische Modell ähnlich wie Dubai etwas komplex. Da sind mehrere Firmen zu gründen, da ist eine Wohnung zu mieten. Also auch hier ist es natürlich nur attraktiv, wenn du entsprechend verdienst. Leider muss man sagen, dass wenn du nur relativ geringe Umsätze erzielst, relativ geringe Einkünfte hast als Einzelunternehmer,
lohnt sich das leider nicht. Die dritte Variante heute, die sich anbietet für Einzelunternehmer, für Gewerbetreibende aus Deutschland, die im Ausland leben wollen und dort steuerlich sich verbessern wollen, ist Bulgarien. Auch hier würde das Modell ähnlich funktionieren wie bei den anderen beiden Modellen. Du mietest dir in Bulgarien eine Wohnung. Das ist deine einzige auf langfristige Nutzung ausgerichtete Wohnung weltweit, die du hast. Dort würdest du keine Gesellschaft gründen, sondern du würdest letztlich einfach ein Einzelunternehmen anmelden. Und für Einzelunternehmer gibt es eben dort einen speziellen steuerlichen Status. Damit sind dann 25% deines Umsatzes als Betriebsausgaben absetzbar, ohne dass du da groß irgendwelche Nachweise führen musst, was deine Ausgaben sind. Und auf den Rest fallen dann so ungefähr 10% Steuern und Sozialabgaben statt. Bei einem monatlichen Umsatz zum Beispiel von 10.000 Euro bleiben dir da 8.700 Euro. Und auch Bulgarien hat ein ähnliches Modell wie Dubai und Malta. Das heißt, auch hier gibt es verschiedene Varianten, die in Bulgarien die unbeschränkte Steuerpflicht auslösen. Auch hier wäre natürlich die Anwesenheit von 183 Tagen sicherlich eine der Varianten. Aber eben, wenn sich der Schwerpunkt deiner wirtschaftlichen Interessen in Bulgarien befindet, was mit der Einzelfirma dort gegeben wäre, und du hast dann dort einen Wohnsitz, dann bist du dort unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, auch hier gibt es dann keine vorgeschriebenen Anwesenheitstage, die du dich hier im Land aufhalten müsstest. Bulgarien, wie gesagt, hat eine sehr günstige Einkommensteuer. Die haben eine Flat Tax, das sind 10%, aber natürlich ausländische Einkünfte, wie zum Beispiel Krypto oder auch Kapitalerträge, sind nicht steuerfrei. Die müsstest du dann jeweils mit den 10% versteuern. Vorteil an der bulgarischen Lösung, sie ist ziemlich schlank. Da muss man nicht sehr viel Geld ausgeben, weder für die Struktur noch für die laufende Buchhaltung und die laufende Verwaltung. Du hast eben letztlich einfach nur ein Einzelunternehmen. Das macht natürlich alles einfach. So, das waren jetzt mal hier meine 3 Lösungsvorschläge für alle Gewerbetreibenden, die ins Ausland gehen wollen und hier rechtskonform sich im Kontext der erweitert beschränkten Steuerpflicht im Ausland aufhalten würden. Wenn du eins dieser Modelle wählst, dann würde es dann im Ausland keine betriebsstättenlosen Einkünfte geben. Das heißt, du würdest deswegen nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Du kannst natürlich unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht auch fallen, weil du noch Vermögen in Deutschland hast, zum Beispiel Immobilien, Beteiligungen, Konten mit einem hohen Guthaben oder auch Depots. Das heißt, ich würde dir raten, das natürlich hier alles vor dem Umzug ins Ausland zu veräußern, beziehungsweise deine Konten und Depots ins Ausland zu wechseln. Wenn du das tust und eine der 3 Optionen wählst, die ich gerade genannt habe, oder aber zum Beispiel Freiberufler bist, dann betrifft dich ja die ganze Sache mit den betriebsstättenlosen Einkünften ohnehin nicht, wärst du dann auch nicht mehr verpflichtet, in Deutschland noch eine Steuererklärung für 10 Jahre einzureichen. Andernfalls wärst du es, wenn du jetzt als digitaler Nomade unterwegs wärst oder aber in ein Niedrigsteuerland umziehen würdest. Alle 3 Länder, die ich genannt habe, sind alles Niedrigsteuerländer im Sinne dieser Gesetzgebung. Das heißt, selbst wenn du nach Dubai, Bulgarien und Malta umziehst und dann noch Vermögen in Deutschland hast, musst du dein weltweites Einkommen in Deutschland noch erklären für 10 Jahre. Du musst aber keine Steuern zahlen auf die Einkünfte, die du als Gewerbetreibender erzielst. Diese sind eben dann am Sitz der Betriebsstätte in deinem Wohnsitzland zu versteuern. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung auseinandersetzt und wie du im Rahmen der Auswanderung deine Steuern optimieren kannst, wenn du das deutsche Steuerrecht und das internationale Steuerrecht sehr verwirrend findest, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, neues Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.